Willst auch du dir eine Holzwerkstatt einrichten, dich so ein bisschen mit Holzarbeiten beschäftigen, weißt aber noch nicht, wie du es anstellen sollst, dann bleib dran, weil ich sag dir gleich, was du dafür benötigst und worauf du zu achten hast. Bis gleich! Holz ist einfach ein toller Werkstoff. Man kann da super mit arbeiten und kann da viele Sachen selber machen, im Haus, im Garten, kann auch mal was reparieren. Aber da muss man natürlich auch auf ein paar Dinge achten. Wenn du zum Beispiel jetzt komplett neu anfängst damit und weißt gar nicht, worin soll ich denn jetzt investieren, ich habe da noch gar nichts, dann würde ich dich einfach mal mitnehmen und dir so ein paar Tipps geben, wie ich angefangen habe und wo ich einfach aus meiner Erfahrung sagen kann, damit kann man starten und darauf kann man sukzessive aufbauen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Maschinengeräte habe ich am Anfang so gut wie gar nicht gehabt. Ich habe mich über Jahre, viele Jahre, okay, da habe ich nicht so aktiv gearbeitet, aber eigentlich nur mit dem Allernötigsten beschäftigt. Und ich sag mal so, ich hatte noch nicht mal eine Bohrmaschine. Ja, so eine, ich sag mal, so eine Schlagbohrmaschine, um mal irgendwie ein Bild aufzuhängen, die habe ich mir dann immer geliehen. Das waren wirklich nur einfachste Sachen. Und ich sag euch mal, womit ich meine ersten Projekte gebaut habe. Das war nämlich eine ganz einfache, hier ist sie noch. Ich packe sie mal aus für euch. Eine Stichsäge. Eine ganz einfache Stichsäge. Ich halte mal das Schild jetzt zu hier. Die ist vom Discounter, habe ich von meinem damaligen Schwiegervater mal geschenkt bekommen. Die läuft immer noch wie eine Eins und ist bis dato meine einzige Stichsäge geblieben. Also ich habe nie eine andere gehabt und damit habe ich die ersten Sachen gesägt. Platten ausschneiden, Radien schneiden, Ausschnitte sägen, das geht damit. Natürlich ist das mit einer anderen Säge vielleicht ein bisschen komfortabler, geht schneller, vielleicht auch genauer. Aber auch mit so einer Säge kann man schon ziemlich viel machen, wenn man zum Beispiel mit Anschlägen arbeitet. Wenn man hier sich irgendeine Schiene nimmt, womit man dann gerade Kanten erzeugt, an der man die Säge dann vorbeiführt. Und klar, man sollte aber darauf achten, dass man ein paar scharfe Sägeblätter dabei hat. Die Dinger kosten aber auch nicht die Welt, von daher so eine Stichsäge ist einfach eine super Investition und man fängt auch mit einem relativ, in Anführungszeichen, ungefährlichen Gerät an. Ja, das heißt, das ist eine Maschine, da kann man sich natürlich wehtun, aber da bringe ich mich nicht mit um. Und ich finde für einen Einsteiger einfach eine super Investition. Natürlich gibt es auch Sachen, da ist sowas hier unverzichtbar, ein Fuchsschwanz. Ganz klar, das eine oder andere wird von Hand gesägt, also ein Fuchsschwanz. In dem Fall, das ist auch einer vom Baumarkt, der hat jetzt auch kein riesen Loch in die Kasse gespült. Das ist jetzt auch nichts Wildes. Also zum Sägen habe ich tatsächlich nur die Stichsäge gehabt und einen Fuchsschwanz. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Ja, was gab es dann noch? Das nächste, was ihr braucht, um mal Dinge zu befestigen, zusammenzubauen, das ist natürlich auch ganz klar ein Akkuschrauber. Aber ich zeige erstmal was anderes. Das ist die Bohrmaschine. Das ist die hier. Die habe ich mir tatsächlich auch erst angeschafft, um einfach mal auch einen Dübel in die Wand zu setzen, was aufzuhängen. Die hat natürlich auch eine ordentliche Kraft. Und da kann man natürlich schon viel machen. Ist natürlich nicht sehr wendig und auch nicht sehr gefühlsbetont. Wenn ich mal eine Schraube reindrehen will, da tut man sich schon schwer. Also das ist so ein Ding fürs Grobe eigentlich eher. Für mich in der Werkstatt ist ganz klar an zweiter Stelle direkt der Akkuschrauber. Und zwar einen ordentlichen. Was ist ein ordentlicher Akkuschrauber? Ein ordentlicher Akkuschrauber hat ordentlich Leistung. Das heißt, der hat eine möglichst hohe Voltzahl. Der hat ein hohes Drehmoment. Zwangsläufig dadurch auch ein hohes Drehmoment. Umschaltbares Getriebe, also möglich ein Zweiganggetriebe und idealerweise noch einen Wechselakku, also einen zweiten Akku dabei. Und das ist meiner hier, das ist der hier. Den habe ich jetzt seit auch 6, 7 Jahren schon. Das Ding hat richtig Wumms, den kann ich hier oben mit einer Drehmomenteinstellung, kann ich dem die Schraubkraft einstellen. Ich habe eine Links-Rechts Umschaltung, ich habe hier einen Wechselakku dran, also ein zweiter Akku ist dabei. Das Ding ist noch nie leer gefahren, ehrlich Leute. Ich kann schrauben wie ich will. Ich habe den noch nie leer, beziehungsweise mit dem zweiten Akku, ich habe es noch nie geschafft, da in eine Arbeitspause reinzukommen, weil ich ständig wechseln kann mit dem Ding. Super geil und auch nicht unverhältnismäßig teuer. Also der hat sich echt bezahlt gemacht. Richtig tolles Teil. Also, ich habe ja mittlerweile auch den hier gekauft. Hier, der Meisterdübler von Wolfkraft und der funktioniert eigentlich nur in Verbindung mit dem hier. Also der Meisterdübler erlaubt es mir dann Holzdübel zu setzen. Natürlich in dem Zusammenhang auch, ihr braucht natürlich auch ein paar ordentliche Bits. Ne? Also die Kiste ist mittlerweile schon ein bisschen kaputt. Hier, da fehlt auch schon der eine oder andere. So eine Bitkiste
um halt auch unterschiedliche Schraubenköpfe antreiben zu können. Das heißt, da habe ich hier wirklich ein riesen Sortiment. Auch ständiger Begleiter, wenn ich einen Akkuschrauber dabei habe, habe ich auch immer die Kiste dabei. Auch ganz, ganz wichtig. Klar, aber damit ist der praktisch, damit kann man damit alles machen. Ne? Ja gut. Jetzt kann man natürlich sagen, ich brauche natürlich auch noch Bohrer. Entweder macht man das so, man holt sich da eine schöne große Kiste mit einem entsprechenden Sortiment. Ich habe mir da extra eins gekauft mit einer 0,5er Steigung. Da sind dann, glaube ich, so 25, 30 Bohrer drin. Man kann aber auch hier mit so was ganz einfachen anfangen. Auch aus dem Discounter. Da sind dann einfach nur 5 oder 6 Bohrer drin mit den gängigsten Durchmessern. Und das reicht auch. Also für den Anfang reicht das ganz klar. Das muss man sagen. Jetzt habt ihr die ersten Holzbretter abgelenkt, gebohrt mit dem Akkuschrauber. Wollt ihr vielleicht verschrauben, verleimen, wie auch immer. Und was fällt einem dazu ein? Man muss das auch verzwingen. Die ersten Sachen, ich hatte überhaupt keine Zwingen. Ich hatte die ersten Sachen, die ich verzwingt habe, die habe ich einfach irgendwie auf der Werkbank aufgestellt und habe die mit schweren Dingen einfach belastet. Ich habe dann ein paar Steine aus dem Garten gesucht. Ich habe mir einen Eimer mit Bitumenmasse genommen, den ich noch im Keller hatte, habe den draufgestellt. Da sind auch mal locker 10 Kilo oder eine Kiste Bier. Das geht alles. Und mit den allerersten Zwingen, mit denen ich da mal was gebaut habe, die habe ich von meinem Vater bekommen. Das sind noch solche Dinger hier. Kennt ihr die noch? Also das sind richtig massive Teile. Davon habe ich mittlerweile, also 2 Stück. Die sind jetzt so mehr oder weniger in meinen Besitz übergegangen damit. Damit habe ich die ersten Sachen gebaut. Und das mag jetzt ein bisschen vorsinnflutlich klingen, aber auch das geht. Ja? Also natürlich, anders ist immer schöner. Und wenn man da mehr Möglichkeiten hat, das ist klar, aber wenn ich klein anfange und weiß vielleicht noch gar nicht, ob das was für mich ist, bleibe ich dabei, ist das ein Thema, mit dem ich mich längerfristig beschäftigen möchte oder ist das nun mal so ein Versuch und ich gucke mal, ob mir das liegt. Weil damit steht und fällt das Ganze ja alles. Natürlich kann ich am Anfang auch schon groß in Geräte und auch Zubehör investieren, aber was ist denn, wenn ich nach einem halben Jahr feststelle, oh, ist doch nichts für mich und ich habe da irgendwie keinen Spaß dran, dann habe ich die Sachen alle gekauft und ja, aus die Maus. Ne? Natürlich brauche ich auch ein bisschen Zubehör. In dem Fall hier zum Beispiel ein Winkel. Das ist jetzt ein typischer Schlosserwinkel, kein Schreinerwinkel. Ich bin aber halt auch Schlossermeister, von daher, das liegt mir irgendwie besser, das Ding. Das liegt mir mehr. Damit kann man schon eine Menge machen, weil man will ja das eine oder andere auch irgendwie winklig bauen, ein Regal oder ein Schränkchen, dann ist das schon eine sehr, sehr große Hilfe. Und natürlich auch einen Hammer sollte man da haben. Ich habe in dem Fall jetzt auch nur so einen Hammer hier. Und wenn ich mal ein bisschen was vorsichtiger kloppen will, dann muss ich halt nicht mit der Hammerfläche direkt auf mein Werkstück kloppen. Da kann man ja was dazwischen legen. Also ein Hammer muss natürlich auch sein. Was fällt mir noch ein? Ich möchte meine Werkstücke natürlich auch ein bisschen schleifen nach dem Bearbeiten, bevor ich die vielleicht streiche oder lasiere oder vielleicht auch nur öle. Und damit habe ich angefangen. Hier, Schleifpapier. Das Schleifpapier auf der Rolle. Da habe ich mir dann irgendwann mal so einen Spender gebaut. Hier, könnt ihr das sehen, ja, ne? Das ist der Spender, wo man dann hier das entnehmen kann in 2 Körnungen. Hier habe ich einmal 240er und hier habe ich einmal 120er. Und damit mache ich auch heute noch einen Großteil meiner Schleifarbeiten. Ja, der reißt mir ein Stück ab, was ein bisschen größer ist, aber ein bisschen kleiner ist. Und wenn man da mal mehr zu tun hat, dann kann man sich auch mal ein kleines Schleifgerät kaufen. Und das ist im Grunde der, den ich habe hier, der Exzenterschleifer. Damit kann man auch mal größere Sachen machen. Damit habe ich auch den Werkstattboden hier angeschliffen, bevor der hier den Lack bekommen hat. Aber das lohnt sich natürlich auch nur bei größeren Sachen. Also wie gesagt, Schleifpapier, ganz einfach für einfache Arbeiten von Hand. Da kann man auch mal ein kleines Klötzchen wickeln, dann hat man eine schöne gerade Fläche. Das reicht dann in dem Fall auch aus. Mit dem, was ich jetzt hier aufgezählt habe, kann ich im Grunde schon meine ersten Sachen machen. Ich kann Holz ablängen, ich kann es also zuschneiden, bohren, ich kann verschrauben, ich kann das Holz anschleifen, winklig montieren und auch einfach verzwingen und mit dem Akkuschrauber halt auf die Schrauben setzen. Und damit kann ich meine ersten Projekte machen. So wild ist das gar nicht. Guckt dann lieber, dass ihr vielleicht einen Platz habt, wo ihr euch ein bisschen ausbreiten könnt, wo ihr Sachen auch mal liegen lassen könnt und schleifen und wo das nicht so ein Dreck produziert. Also die Küche ist da ein denkbar ungünstiger Ort. Ja, und wenn das Ganze mal ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und wenn man Spaß an der Sache hat, wenn man merkt, da will ich mehr, ich will da weiterkommen, ja, dann kann man halt auch mal in andere Dinge, andere Geräte investieren. Und bei mir war das ganz klar, das kann ich an der Stelle nochmal sagen. Für mich ist die Tischkreissäge im Grunde das Nonplusultra. Damit hat die ganze Sache bei mir richtig Fahrt aufgenommen. Mit so einem Gerät kann man natürlich schon viel, viel mehr machen.
kann auch größere Stückzahlen, größere Menge verarbeiten. Das ist mit einer hohen Genauigkeit möglich, mit einer Wiederholgenauigkeit. Ich habe mir da noch einen schönen Schiebeschlitten dazu gebaut. Das ist der hier. Den packen wir jetzt mal da drauf. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Hilfe an der Stelle. Und damit bin auch ich dann erstmal eine lange, lange Zeit hingekommen, bevor ich dann in ein neues Gerät noch oder ein zusätzliches investiert habe. Das heißt, irgendwann habe ich mir noch mal eine Tischbohrmaschine gekauft, habe dann ja auch vor kurzem erstmal einen ordentlichen Bohrtisch gebaut. Den gab es ja bis dato noch nicht, sondern ich hatte ja nur diesen Unterbau. Und jetzt vor kurzem erst die Bandsäge. Da hinten steht sie übrigens. Und die natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Man kann auch einfache Formschnitte, Radien auch anders schneiden. Man kann es mit der Stichsäge machen, wie gesagt. Da sind einem auch kaum Grenzen gesetzt. Oder man kann es auch mit der Laubsäge machen, habe ich auch in dem einen oder anderen Projekt gezeigt. Dauert alles ein bisschen länger, ist mehr Arbeit, keine Frage. Aber wenn ich da Spaß dran habe, dann ist das eigentlich kein Hindernis. Ja? Und so wächst im Grunde alles so ein bisschen mit. Und zu jeder Maschine kauft man sich natürlich auch immer ein bisschen mehr Zubehör dazu. Bei der Tischkreissäge als Beispiel, die kann ich so gar nicht laufen lassen. Da muss ich mir Gedanken um eine Absaugung machen. Das heißt, ich baue eine Absauganlage. Bei der Bohrmaschine als Beispiel, ich baue mir einen anderen Tisch. Was sicher kein Muss ist, aber was das Leben sicher auf die eine oder andere Weise erheblich erleichtern kann, ist vielleicht, wenn man vielleicht die eine oder andere Zange da hat und vielleicht ein paar Schraubendreher. Weil man kann nicht alles mit dem Akkuschrauber schrauben. Das ist einfach so. Für mich als Fazit bleibt, für jeden, der einsteigen möchte, probiert es unbedingt aus. Wie gesagt, es macht riesig Spaß. Ich habe da super viel Spaß bei jedem Projekt. Und steigt einfach ein mit den ersten Maschinen, mit den ersten Geräten, mit den ersten einfachen Geräten. Da kann dann auch noch nicht so viel, in Anführungszeichen, passieren. Nehmt euch Zeit bei den Sachen. Nichts ist ärgerlicher wie so ein Rückschlag, wenn man irgendwas mal gemacht hat und da denkt man, oh Scheiße, ich habe mich vermessen. Falsches Maß, falsch abgelenkt, ist für die Tonne. Solche Dinge passieren, deswegen gerade am Anfang viel Zeit nehmen, dass man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt. Das nimmt auch nachher nicht ab, die Zeit muss man sich auch später nehmen, wenn man dann mal dabei ist, größere Geräte einzusetzen, wie bei der Tischkreissäge zum Beispiel. Auch da muss man sich immer viel Vorbereitungszeit lassen, weil so eine Maschine ist dann auch schon echt gefährlich. Und deswegen lieber zweimal drüber nachdenken, ist der Schnitt so richtig, habe ich das Werkstück so richtig positioniert, hält das so oder fliegt mir das um die Ohren, sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, das ist schon wirklich wichtig. Aber das ist dann eine andere Liga, ihr fangt ja gerade erst neu an, da wünsche ich euch unheimlich viel Spaß dabei. Ja, und wenn euch das gefallen hat, was ich euch hier erzählt habe, dann lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, wie habt ihr angefangen, wie möchtet ihr anfangen? Habt ihr noch Fragen zu anderen Dingen? Sucht ihr noch Ideen, Anregungen zu irgendwelchen Tutorials? Ja, dann sagt mir Bescheid. Vielleicht kann ich mir da auch was einfallen lassen. Ansonsten Daumen nach oben da lassen. Und ganz wichtig, das Abo nicht vergessen. Bei dem Abo die Glocke anmachen. Kostet nichts. Ihr seid immer up to date und wisst, was Neues gibt bei PS Werkstatt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.